Wie sicher sind Banken im Fürstentum Liechtenstein? Wie sehr eignen sie sich für die Vermögenssicherung? Kannst du dich dort effektiv schützen vor einem möglichen Vermögensregister? Kannst du dich dort effektiv schützen vor Enteignung? Sind Banken in Liechtenstein besser? Sind sie sicherer als Schweizer Konten? Mit diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kontoeröffnung im Ausland, egal ob in Liechtenstein oder in einem anderen Land, das ist ein ganz zentraler Aspekt eines Plan B. Es ist etwas, über das wir sehr oft sprechen und natürlich helfen wir hier Mandanten regelmäßig Konten im Ausland außerhalb der EU zu eröffnen, inklusive natürlich in Liechtenstein. Aber ein Plan B, er hat auch noch viele andere Elemente, wie zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, globale Vermögensdiversifizierung, Unternehmen, Stiftungen, Strukturen zu gründen und natürlich auch Nachlassplanung. Und genau mit diesem ganzen Themenkomplex befassen wir uns bei unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B. Dort geben wir dir ein ganzes Toolset an die Hand, eben wie ein Schweizer Taschenmesser, alle Tools, die du brauchst, um einen Plan B zu etablieren. Du gehst dort weg mit einem Fahrplan, den du dann eben selbst implementieren kannst. Und natürlich können wir dir auch bei dem einen oder anderen Aspekt helfen. Wir veranstalten dieses Seminar regelmäßig in Zürich. Termine auf unserer Webseite. Mit dabei ist auch wieder ein gern gesehener Gast, der ehemalige General Erich Warth, Sicherheitsberater von Kanzlerin Merkel. Er hat Putin persönlich getroffen. Er war da wirklich tief involviert in viele Gespräche, welche die NATO mit Putin geführt hat und natürlich auch in anderen Gebieten. Und eben natürlich ist für viele heute das, was dort geopolitisch passiert im Osten, ein wichtiger Grund, warum man sich überhaupt mit einem Plan B beschäftigt, warum man über das Thema Auswandern denkt. Eben deswegen ist Herr Warth dabei bei unserem Seminar und er wird auch beim nächsten wieder dabei sein und wird uns hinter verschlossenen Türen Dinge erzählen, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast, ein echtes Insiderwissen uns hier weitergeben, wo du dann alle deine Fragen auch natürlich stellen kannst hinsichtlich seiner Prognose, welche Länder sind zum Beispiel sicher, was muss man wissen in puncto Plan B und natürlich auch, wie das mit der Wehrpflicht und so weiter und dem Konflikt im Osten weitergeht. Also ich würde mich freuen, dich dort in Zürich begrüßen zu dürfen. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Karl aus Wien hat uns ein Video geschickt von einem bekannten deutschen Finfluencer, einem bekannten deutschen YouTuber, der ein Video aufgenommen hat zum Thema Liechtenstein, zum Thema Vermögenssicherung in Liechtenstein. Und Karl hat uns gebeten, dieses Video zu kommentieren. Vielen Dank, Karl, das machen wir gerne. Und hier auch eine Aufforderung an alle anderen, wenn auch ihr ein Video habt auf YouTube, was ihr gesehen habt, oder einen Zeitungsartikel oder einen Blogpost oder was auch immer, oder sonst irgendeine Frage habt, von der ihr denkt, dass sie interessant sein könnte für die Allgemeinheit, für unsere ganze Community, dann schreibt uns bitte. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du unten in der Fußzeile einen Link. Dort kannst du uns eine E-Mail schicken oder auch ein Formular ausfüllen, um einen Gast oder ein Thema vorzuschlagen. Pack das da alles rein. Wir freuen uns sehr auf deine Zuschriften. Wir schauen auch alle Zuschriften an. Natürlich können wir nicht jede Zuschrift zu einem Video weiterverarbeiten, aber wenn es so ein spannendes Thema ist wie das, was uns jetzt Karl geschickt hat, dann machen wir das natürlich gerne. Fast alle Videos auf unserem Kanal sind inspiriert durch Zuschriften aus unserer Community und natürlich auch inspiriert von den vielen Beratungsgesprächen, die ich jede Woche mit Mandanten führe. Also nochmal, wenn ihr ein interessantes Thema habt, dann schreibt uns bitte. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Übrigens veröffentliche ich hier nicht den Namen des Creators, also dessen, der dieses Video veröffentlicht hat. Ich zeige es ja auch nicht im Screen. Das würde nur ablenken und ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, mich dann hier mit den Anwälten des Creators auseinandersetzen zu müssen, weil ich mich vielleicht unglimpflich über ihn äußere, was durchaus passieren kann. Also Karl, wenn du willst, du kannst dann gerne hier in den Kommentaren zu diesem Video einen Link posten zu dem Video, das du uns bittest zu kommentieren. Also, ich hatte ja schon angesprochen, in diesem Video dieses Creators, dieses Finfluencers geht es um Liechtenstein. Er hat ein Sicherungskonzept, wie er es nennt, ausgearbeitet, das eben auf Liechtenstein hier zentral fokussiert ist, das eben von den angeblichen Vorteilen Liechtensteins profitiert und womit man dann Nutzern dieses Sicherungskonzepts hier unglaublich viel Sicherheit
vermitteln möchte. Sicherheit natürlich für das Vermögen, Sicherheit vor all den Gräueltaten, die ja schon seit einigen Jahren hier vielfach zitiert werden und aufgerufen werden, von einem angeblichen Vermögensregister, einer Vermögensabgabe, dann möglicherweise auch Enteignung und all den anderen schlimmen Dingen, die da auf uns zukommen in Deutschland, in der EU. Und in diesem Video wird nun Liechtenstein als das Panazea dargestellt, als das Paradies. Ich will schon sagen, als die Utopia, der Ort, an dem alles gut ist, an dem dein Geld sicher ist, an dem du sicher bist, wo man weit weg von der EU ist, außerhalb der EU jedenfalls, wo man sich mit all diesen Dingen hier nicht weiter rumschlagen muss. Dort packst du dein Geld hin und dann wird alles gut. So mal zusammengefasst dieses Video in eigenen Worten. Lass mich hier von vornherein ganz klar sagen, dass ich absolut nicht gegen den Standort in Liechtenstein bin. Jetzt weißt du schon, dass ich mich jetzt sehr kritisch über dieses Video äußern werde. Ich bin absolut nicht gegen den Standort Liechtenstein. Die meisten unserer Mandanten eröffnen beim Verlassen Deutschlands oder auch schon davor im Rahmen eines Plan B natürlich Konten in Liechtenstein oder der Schweiz. Die Banken in Liechtenstein sind sehr gut. Mir gefällt Liechtenstein, ist ein kleines Land. Übrigens ist es viel einfacher, als du denkst, nach Liechtenstein umzuziehen. Das nochmal als Insider-Tipp, wenn dir das vielleicht durch den Kopf geht. Es ist ein kleines Land, dort sind die Ressourcen beschränkt. Dort werden die Bürger nicht unterdrückt, wie das zum Beispiel in Deutschland und in anderen größeren Staaten ja sehr einfach der Fall sein kann. Eben das alles ist in Liechtenstein nicht das Problem. Man ist bürgerlich, konservativ, hat keine Schulden. Das sind natürlich alles sehr positive Aspekte. Man hat gute, solide Banken, die einen guten Service anbieten. Und das sind natürlich alles positive Dinge. Aber das sagt natürlich alles noch überhaupt nichts darüber aus, wie sicher jetzt dein Geld in Liechtenstein ist. Ist dein Geld in Liechtenstein zum Beispiel sicherer als in Deutschland? Ist es sicherer, wenn du es in Liechtenstein hast, als zum Beispiel in der Schweiz oder in Singapur oder in den USA oder sonst irgendwo anders? Du sollst jetzt einen großen Aufwand machen, spezifisch hier in Liechtenstein tätig zu werden? Oder ist das eigentlich relativ egal? Bieten sich ja eigentlich auch noch andere Standorte an? Gibt es vielleicht sogar Standorte, die besser sind als Liechtenstein? Und natürlich die interessante Frage, hatte ich jetzt schon erwähnt, ist Liechtenstein tatsächlich besser als die Schweiz? Nach meinem Empfinden und nach meinem Dafürhalten gibt es extrem viel Verwirrung, wie diese Regulierung eigentlich wirklich funktioniert, mit was man rechnen muss, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, was wird auch die Zukunft bringen, natürlich, worüber muss ich mir Sorgen machen und worüber nicht. Man muss ganz klar leider sagen, da ist natürlich viel Panikmache im Raum. Wir haben das ja gesehen beim Thema Vermögensregister. Du wirst heute noch zig Videos finden, wo hier irgendjemand was sabbelt von einem Vermögensregister, obwohl es völlig klar ist, dass es kein Vermögensregister geben wird. Zumindest momentan nicht. Wir wissen nicht, was in 5 Jahren ist. Und in Liechtenstein gibt es ja auf jeden Fall ein Vermögensregister, weil in Liechtenstein gibt es die Vermögensteuer, genauso wie in der Schweiz. Also die haben Vermögensregister und du musst hier jeden Popelfurz auch an dieses Vermögensregister melden, wenn du dort wohnst, wohlgemerkt. Wenn du dort nicht wohnst, dann natürlich nicht. Ja? Also das heißt, jede Goldmünze, jeden Cent, den du auf der Bank hast, Aktien, Immobilien, Pferde, Fahrzeuge, alles, was du hast, weltweit, das musst du dort an die Steuerbehörde melden. In Liechtenstein und in der Schweiz, also dort gibt es auf jeden Fall ein Vermögensregister. Ja, da ist die Vermögensteuer jetzt nicht etwas, was jetzt hier gerade eben erst eingeführt wurde. Es gibt es dort schon seit dem Mittelalter letztlich. Ja, das hat ganz interessante Auswüchse. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz Kantone, da kann jeder die Steuererklärung inklusive der Vermögensaufstellung jedes anderen Steuerzahlers in dem Kanton einsehen. Ja, ganz verrückt. Man muss dann vielleicht hingehen auf das Steueramt, aber das geht jetzt zu weit und außerdem sind wir jetzt ja in Liechtenstein, nicht in der Schweiz. Also, wie gesagt, von den EU-Seiten gibt es definitiv kein Vermögensregister. Es ist, oder ich sollte besser sagen, es ist keines geplant. Das Ganze kann sich natürlich ändern, ja, aber man hat natürlich davon gesprochen, man wollte ein Vermögensregister einführen, aber als dann das große Anti-Geldwäscherei und Anti-Terrorismus-Finanzierungspaket im Frühling 2024 vorgestellt wurde, war es klar, dass dieses Vermögensregister nicht eingeführt wird. Die EU-Kommission hat dazu eine Studie veröffentlicht, hat das Ganze geprüft, eine Machbarkeitsstudie, und man kann zu dem Schluss, das jetzt nicht zu machen, heißt nicht, dass das in Zukunft nicht geben wird. Ja? Aber momentan ist keins geplant, es wird keines kommen. Aber dieser Begriff des Vermögensregisters wird natürlich vielfach verwendet, um Panik dann auszulösen, ja, bei denjenigen, die jetzt nicht so bewandert sind in dem Thema und die Details nicht kennen. Aber es gibt natürlich andere viel realistischere Bedrohungsszenarien. Da braucht man gar nicht über ein Vermögensregister nachzudenken. Es gibt zum Beispiel ein europäisches Bankkontenregister, ein zentrales. Die verschiedenen Staaten haben ja bereits zentrale Bankkontenregister. Diese werden jetzt aber alle verbunden zu einem einzigen Bankkontenregister, dass dann zum Beispiel ein Polizeibeamter in Spanien willkürlich auf alle deine Konten überall in der EU zugreifen könnte, und zwar dort auf Daten der letzten 5 Jahre auf Detailstufe Kontoauszug.
Ja, und das nicht nur Polizeibeamte, also auch Mitarbeiter von Arbeitsämtern, Sozialbehörden etc. pp. Also all jene, die einen legitimen Anspruch haben, solche Daten sich anzuschauen, wer auch immer das ist, möglicherweise auch Journalisten, wer weiß. All das ist geplant. Dann wurde jetzt schon umfassende Kryptoregulierung eingeführt, nämlich zum Beispiel Mika und die Travel Rule. Dann haben wir nächstes Jahr DRC8, also der Informationsaustausch für Krypto. Wir haben ja schon seit langem letztlich den automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS. Dann haben wir die Bargeldbeschränkung, 10.000 Euro Maximum, die bar bezahlt werden können. In vielen EU-Ländern ist es auch weniger. Möglicherweise wird es einen digitalen Euro geben. Auch das ist noch nicht so ganz klar. Die EU-Kommission will es natürlich, aber der wird wahrscheinlich 2029 eingeführt werden. Dann haben wir tatsächlich beim Kauf von Wertgegenständen, zum Beispiel Schmuck, Kunst, Edelmetallen, Uhren und so weiter und so fort, ab 10.000 Euro, ab 2027 dann eine Meldepflicht oder beziehungsweise eine Dokumentationspflicht. Wie das Ganze dann genau funktioniert, weiß man noch nicht. Also wenn du letztlich zum Beispiel eine Uhr kaufst für über 10.000 Euro in der EU, dann muss also geprüft werden deine Identität und es muss geprüft werden, dass du diese Uhr auch leisten kannst, damit du möglicherweise kein Geldwäscher bist, ja, oder ein Terrorist, ja, oder dass du das Geld aus Drogenhandel hast. Da geht es nicht um Barzahlung oder so, auch wenn du mit Karte bezahlst, wirst du das nachweisen müssen und dann wird es so sein, dass dieser Kauf erfasst werden muss. In welchem System, ob das zentral wird, und dann eine Art Vorstufe für ein EU-weites Vermögensregister wird, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Dazu werden wir noch weitere Details erwarten. All das wurde, wie gesagt, beschlossen im Frühling 2024. Wir haben dazu auch schon viele Videos gemacht. Es gibt dann hier auch die Anti-Money Laundering Direktive 6 der EU. Die muss eben bis zum Juli 2027 implementiert werden. Ich werde nochmal Informationen zu all diesen Gesetzestexten auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit reinpacken. Also das sind alles Gründe und dann haben wir natürlich generell die Übergriffigkeit der EU. Wir haben die problematische Geldpolitik der EZB. Das sind natürlich alles Gründe, wo dann jemand sagen könnte, naja, ich möchte gerne mein Geld außerhalb der EU parken und da erscheint ja Liechtenstein möglicherweise ein sicherer Hafen zu sein, um mich von all diesem ganzen Schmutz, diesem ganzen Schmorum hier schützen zu können. Ganz davon abgesehen weiß man nicht, wie es mit dem Euro weitergeht. Auch hier könnte ja die eine oder andere Krise drohen. Wenn man sich die Überschuldung der EU anschaut, der einzelnen EU-Staaten, dann ist das natürlich auf jeden Fall besorgniserregend. Keine Frage. Also man macht sich Sorgen um sein Vermögen. Ganz davon abgesehen, dass ja auch gerade linke Politiker ständig davon labern, dass sie eine Vermögenssteuer einführen wollen, eine Reichensteuer, dass jetzt auch mal die Reichen hier ihren Beitrag leisten, obwohl ja die Reichen eigentlich schon seit Ewigkeiten den Großteil eigentlich des Steueraufkommens hier stemmen und schon einen überdurchschnittlichen Beitrag leisten, insbesondere in Deutschland. Also diese ganzen Debatten, die machen einem Angst und es ist klar, man sucht einen sicheren Hafen und in diesem Video, das uns Karl gesendet hat, wird eben Liechtenstein als der sichere Hafen angepriesen und all diese Probleme, die ich jetzt genannt habe, können im Grunde genommen dann vermieden werden. Dein Vermögen ist vor all diesen Risiken geschützt, die ich jetzt genannt habe. Du kannst also wieder ruhig schlafen. Bring dein Geld nach Liechtenstein, lass es dort verwalten durch die dort angesprochene Vermögensverwaltung und du wirst also kein Problem mehr haben, jedenfalls nicht mit deinem Vermögen. Also wie gesagt, Liechtenstein finde ich super. Ich hatte ja vorhin schon die Gründe angesprochen, warum es super ist. Ich hätte dort noch sagen sollen, dass natürlich auch die Liechtensteiner Stiftung eine klasse Sache sind, eine klasse Einrichtung für den Vermögensschutz. Wobei es jetzt hier eben nicht um eine Stiftung geht, sondern einfach um ein Bankkonto. Aber es ist natürlich extrem wichtig und das ist mein Anspruch für alle Videos, die wir machen und jeden Content, den wir produzieren und natürlich auch die Seminare, die wir veranstalten, dass wir dir immer realistische Informationen mitgeben. Wir wollen dir nicht irgendwas anschwatzen, wie das leider ja oftmals so heutzutage ist, ja, was dann am Ende letztlich nicht der Wahrheit entspricht und wo im Grunde genommen die Erwartungshaltung, die du hast, nicht erfüllt werden. Das ist natürlich in diesem Video etwas, was man ganz klar sagen muss. Da wird eine Erwartungshaltung geweckt, die meiner Meinung nach definitiv so nicht erfüllt werden kann von Liechtenstein. Das macht aus Liechtenstein keinen schlechten Standort, verstehe mich nicht falsch. Ich kann dir hundertprozentig empfehlen, dort ein Konto zu eröffnen, aber du musst natürlich die richtige Erwartungshaltung haben. Und wie du gleich sehen wirst, bietet Liechtenstein wahrscheinlich weniger Schutz, als du dir jetzt denkst oder als du erwartest. Und wenn dir dieser Schutz dann ganz besonders wichtig ist, dann muss man sagen, Liechtenstein alleine wird wahrscheinlich nichts bringen.
Ja, möglicherweise musst du noch andere Maßnahmen ergreifen, entweder andere Konten eröffnen oder vielleicht sogar auch selbst Deutschland verlassen, die EU verlassen, damit du dich wirklich vor diesen Risiken, die ich vorhin angesprochen habe, effektiv schützen kannst. Also einige der Vorteile von Liechtenstein hatte ich schon angesprochen. Kleines Land, konservativ regiert, keine Schulden. Jetzt kommen wir zu den Banken, jetzt kommen wir zum Finanzsektor. Was sind tatsächlich objektiv weitere Vorteile der Liechtensteiner Banken? Nun, erstmal hat natürlich Liechtenstein den Schweizer Franken. Wir befinden uns also sozusagen im Schweizer Frankenraum. Der Schweizer Franken ist natürlich ohne Frage die beste Währung der Welt und das schon seit dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen. Der Euro hat seit der Einführung des Euro mehr als die Hälfte seines Wertes gegenüber dem Schweizer Franken verloren. Der Schweizer Franken ist also nicht gestiegen, der Euro ist im Wert gefallen, ja, dem Dollar ging es ähnlich. Das sagt also schon alles aus. Also ein Finanzsystem, das auf dem Schweizer Franken basiert, ist auf jeden Fall ein gutes Finanzsystem. Das kann man schon mal sagen. Die Liechtensteiner Banken haben eine große Eigenkapitaldeckung, fast alle eigentlich im zweistelligen Bereich. Die Liechtensteiner Banken sind dafür bekannt, dass sie konservativ Geld verwalten. Hier gibt es also keine riskanten Geschäfte. Jedenfalls nicht, wie man das so generell beurteilen kann. Wir hatten ja bei der Credit Suisse, wenn wir jetzt diese prominente Großbank der Schweiz einmal hier als Beispiel nehmen, der dann durch einen Bankrun letztlich in die Knie gezwungen wurde. Also dort hatten wir ja doch ein relativ großes Exposure, zum Beispiel gegenüber Greensill, diese betrügerische Dienstleister aus Australien. Dann hat man natürlich Investmentbanking gemacht, ebenfalls dort sehr riskant investiert. Das sind Dinge, die man tatsächlich natürlich in Liechtenstein nicht tut. Ja, hier wird also konservativ Geld angelegt. Ist das einzigartig? Nein, es ist nicht einzigartig. Es gibt natürlich auch in der Schweiz sehr viele Privatbanken, die genauso agieren, die nicht im Investmentbanking tätig sind, die keine zweifelhaften Geschäfte machen. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht einzigartig an Liechtenstein, aber das kann man natürlich über die großen Banken in Liechtenstein auf jeden Fall sagen, dass diese solide finanziell dastehen. Überhaupt keine Frage. So, jetzt befassen wir uns mal mit dem Thema EU-Mitgliedschaft. Ganz klar, Liechtenstein ist ja nicht in der EU. Liechtenstein ist aber im EWR, im Europäischen Wirtschaftsraum. Die Schweiz ist nicht im EWR. Liechtenstein ist im EWR. Was ist der EWR? Ich sage das jetzt mal ganz vereinfacht. Es ist eine EU-Mitgliedschaft ohne Abstimmungsrecht. Ja? Das heißt also, Liechtenstein muss einen Großteil der EU-Gesetze übernehmen, ganz besonders im Finanzbereich, hat aber keinerlei Mitspracherecht diesbezüglich. Ja? Liechtenstein muss nicht alle EU-Regelungen natürlich übernehmen. Nicht alle EU-Regelungen sind für den EWR relevant. Damit ist das, was ich gerade eben gesagt habe, natürlich leicht überspitzt, ja. Aber ich habe das bewusst so gewählt, damit du im Grunde genommen verstehst, dass die Verbindung zwischen Liechtenstein und der EU enorm ist. Das ist nicht irgendwie nur eine lose Verbindung, ja, das ist eine sehr enge Verzahnung, gerade was den Finanzsektor anbelangt. Wie dieses Video dann hier korrekt mitteilt, macht Liechtenstein nicht mit beim europäischen Schutzschirm. Ich verstehe nicht wirklich, wie das relevant ist, denn natürlich geht es beim europäischen Stabilitätsmechanismus ESM dabei, Länder der Eurozone zu stützen, wenn diese Schwierigkeiten bekommen. Also Eurozone. Es ist ja völlig klar, dass jetzt Liechtenstein nicht Teil der Eurozone ist, auch wenn es EWR-Mitglied ist. Ja, diesbezüglich natürlich ist Liechtenstein nicht dabei. Ja. So, das geht natürlich jetzt auch für EU-Länder, die nicht den Euro haben zum Beispiel, die sind auch nicht dabei. Was aber Liechtenstein zum Beispiel hat, wie alle EU-Länder, sind ganz klare Bail-in-Gesetze, also Enteignungsgesetze, wenn eine Bank pleite geht. Wir kennen das ja aus Deutschland, dort gibt es das sogenannte SAG-Gesetz. Das heißt also, wenn eine Bank pleite geht, dann gibt es kein Bailout mehr. Hier wird die Bank dann nicht gerettet mit Mitteln des Steuerzahlers, sondern im Grunde genommen müssen jene, die bei der Bank investiert sind, beziehungsweise bei der Bank Kunden sind, dann für die Rettung der Bank bezahlen. Die Schweiz hat das genauso übrigens und wir haben genau ja das gesehen bei der Credit Suisse. Dort kam es nämlich zu einem Bail-in und da kam es danach dann ja auch zu einem Gerichtsverfahren, was dann letztlich der Schweizer Staat verloren hat, weil er sich ja absolut dreisterweise nicht ans Gesetz gehalten hat, schlicht und ergreifend, sondern unrechtmäßig Aktionäre der Credit Suisse entschädigt hat. Da ging es nämlich um irgendwelche reichen Araber, aber im Grunde genommen Investoren, die jetzt in der Haftungskaskade eigentlich weiter unten waren und eigentlich hätten erst danach dann herangezogen werden müssen für die Haftung, nämlich die Bondholder, also jene, die Anleihen hatten. Diese wurden dann zuerst bestraft und enteignet, ja, und mussten für die Rettung der Credit Suisse bezahlen. Wie gesagt, da gab es dann eine Gerichtsentscheidung, meiner Meinung nach komplett richtig. So, und wenn über die Aktionäre und die Bondholder etc. dann tatsächlich die Bank nicht gerettet werden kann, es werden mehr Mittel gebraucht, dann müssen die Sparer ran. Jeder, der mehr als 100.000 Franken oder mehr als 100.000 Euro in der EU bei den Banken deponiert hat an Vermögen, da gibt es eine Einlagesicherung.
der muss dann bluten und muss mit seinem Vermögen die Bank retten. Und im Gegenzug kriegt er dann irgendwelche Aktien der geretteten Bank. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Das ist das SAG-Gesetz in Deutschland, das gibt es in der Schweiz und es gibt eben dieses SAG-Gesetz auch in Liechtenstein. Ja, also so viel zum Thema keine Enteignung, keine Bail-in-Gesetze. Ich möchte das mal eben hier am Screen zeigen. Also 2016 Gesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken und Wertpapierfirmen, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz SAG. Wie so oft im deutschsprachigen Raum wird das dann noch übernommen von Deutschland, muss man ganz klar sagen. Ich möchte jetzt hier nicht durchgehen, weil ansonsten wird es zu lange Zeit brauchen. Ich kopiere einen Link dazu in die Beschreibung des Videos und dann kannst du dir das mal selbst ganz genau anschauen. Ich will kurz vielleicht hier nach unten scrollen. Hier bei Definition gedeckter Einlagen und du wirst dann hinterher sehen, wenn du den Text liest, dass das im Grunde genommen diejenigen Einlagen sind, die geschützt sind. Das sind nämlich Einlagen in Höhe von bis zu 100.000 Franken oder Gegenwert in fremder Währung. Alles andere deines Sparvermögens in Liechtenstein kann enteignet werden im Rahmen eines solchen Bail-ins, wie man es zum Beispiel bei der Credit Suisse gesehen hat. Sehr unwahrscheinlich natürlich, völlig klar. Wie gesagt, ich habe gesagt, die Banken sind stabil und so weiter und so fort. Aber dennoch gibt es natürlich solche Gesetze in Liechtenstein auch. Was natürlich nicht möglich ist in Liechtenstein ist, dass zum Beispiel jetzt das Deutsche Finanzamt direkt hier auf dein Konto zugreift. Das Deutsche Finanzamt kann ja auf alle deutschen Konten direkt Einblick nehmen, kann sehen, was du da so machst, was du da so gekauft hast, wo du dich rumtreibst, ja, und kann dann sehen, ob du wirklich deine Steuern bezahlt hast oder ob du wirklich deine Einkünfte auch erklärt hast. Aber das geht natürlich nicht bei ausländischen Konten. Dafür brauchst du jetzt kein Konto in Liechtenstein, da kannst du einfach ein Konto bei Wise oder Revolut machen, dann hast du den gleichen Effekt erzielt, ja. Aber alles, was eine deutsche IBAN hat, kann natürlich auch von dem deutschen Finanzamt direkt eingesehen werden. Aber wie gesagt, eine einfache Kontoeröffnung im Ausland zum Beispiel, da musst du nicht in Liechtenstein sein, macht das natürlich unmöglich. Liechtenstein hat ein ganz interessantes Feature. Dort können nämlich zivilrechtliche Schadenersatzklagen, für die man einen Titel in Deutschland hat, nicht rechtlich durchgesetzt werden. In Liechtenstein meine ich jetzt. Ansonsten ist es ja üblich, dass zivilrechtliche Titel grundsätzlich anerkannt werden. Also mal angenommen, du führst jetzt hier eine Haftungsklage gegen irgendjemand, der in der Schweiz wohnt und du gewinnst dann diese Haftungsklage in Deutschland, meine ich jetzt, dann anerkennt die Schweiz letztlich dieses deutsche Gerichtsurteil und dann kannst du diese Forderung auch in der Schweiz durchsetzen. Das geht nun in Liechtenstein tatsächlich nicht. Inwieweit das wirklich was bringt, das hängt natürlich jetzt davon ab. Ja, also unsere Mandanten sind jetzt eigentlich nicht in dieser Position und man muss natürlich dann auch tatsächlich sehen, dass der Wohnsitz hier natürlich auch entscheidend ist, denn im Zweifelsfall kann der Gläubiger immer auch ein Insolvenzverfahren über dich persönlich eröffnen. Genauso ist es ja auch bei Boris Becker passiert. Er hat in London gewohnt, eine Schweizer Bank hatte sich verkracht mit ihm, dort hatte er Verbindlichkeiten. Sie haben dann die Gläubigerinsolvenz in London eröffnet und da war es ja komplett egal, wenn er jetzt Konten in Liechtenstein gehabt hätte. Die wären ja dann alle mit eingeflossen in die Insolvenz. Er hat ja dann zum Teil ja auch, so wie ich mich erinnere, Vermögen hier versteckt vor den Gläubigern, zumindest denen hier nicht zugänglich gemacht, beziehungsweise mit dem Insolvenzverwalter, dem Official Receiver, dann nicht korrekt hier zusammengearbeitet. Und dieses Vermögen war auch im Ausland. Es war dann nicht so, dass die Gläubiger dann Zugang zu dem Vermögen gehabt hätten, sondern er hat das tatsächlich vor denen verstecken können, aber ist dann dafür im Knast gelandet, weil er genau das gemacht hat. Ja, also das heißt, wenn es hart auf hart kommt, ist dann die Frage, was dir das bringt, dass das in Liechtenstein nicht durchgesetzt werden kann bei einer Stiftung. Wir sehen das jetzt ja auch hier am Herrn Benko, ja, dass dort auch zum Beispiel eine Stiftung in Liechtenstein ganz klar angegriffen wird. Also wenn wir dann uns im Bereich des Strafrechts befinden, nicht mehr im Zivilrecht, ja, kannst du davon ausgehen, dass natürlich auch dann Vermögen in Liechtenstein angegriffen werden kann, dass Liechtenstein mit den deutschen Behörden zusammenarbeitet, wenn es zum Beispiel um Steuerschulden und solche Dinge geht. Aber natürlich ganz klar, der deutsche Staat hat hier nicht so ohne weiteres ein Zugriffsrecht auf die Konten in Liechtenstein, genauso wenig wie natürlich Konten in anderen Ländern auch nicht. Also auch hier ist möglicherweise ein Schutz gegeben. Auf ein weiteres interessantes Thema wollte ich dich jetzt hinweisen und hier geht es um Russland. Dazu möchte ich mal eben einen Artikel des Handelsblatts einblenden. Vielleicht hast du sogar schon davon gehört. Stiftungen in Liechtenstein wegen US-Sanktionen in Turbulenzen. Dort gibt es hunderte von Stiftungen in Liechtenstein, die sozusagen von ihren Stiftungsräten, also von Liechtensteiner Anwälten und speziellen Beratern im Stich gelassen wurden, weil diese Berater, diese Stiftungsräte mit Sanktionen aus den USA bedroht worden sind. Ja, dann haben diese Stiftungsräte also die Stiftung fallen gelassen wie heiße Kartoffeln. Ja, und jetzt schweben diese Stiftungen so im luftleeren Raum. Denn das Problem ist ja bei der Liechtensteiner Stiftung, jemand muss dort im Stiftungsrat sein, der dazu in Liechtenstein vor Ort lizenziert ist. Das kann es nicht irgendjemand sein.
sein. Der Russe kann es da nicht selbst einsteigen letztlich, der russische Eigentümer oder der russische Stifter in diese Stiftung und diese Stiftung leiten, sondern es muss ein Liechtensteiner sein. Der Liechtensteiner aber hat Angst vor den Amerikanern und deswegen hat man, glaube ich, insgesamt 475 Stiftungen, so die letzte Schätzung, einfach mal so im Stich gelassen. Und das hat natürlich ganz fatale Folgen. So, stell dir mal vor, dass für die Stiftung jetzt nichts mehr eingereicht wird, dann erlischt natürlich diese Stiftung, wenn im Stiftungsregister und so weiter keine Jahresabschlüsse und keine Jahresmeldung mehr eingereicht werden. Mal angenommen, diese Stiftung hat jetzt Tochtergesellschaften irgendwo in der Karibik und diese Karibikgesellschaften besitzen dann Vermögen, was weiß ich, Immobilien, Yachten und so weiter und so fort. Weil sich niemand mehr darum kümmert, erlischen dann auch diese Karibikgesellschaften und damit, was passiert dann mit dem Vermögen? Dann ist das Vermögen möglicherweise weg. Also was ich damit sagen will ist, wenn es um die Praxis geht, dann ist natürlich Liechtenstein absolut nicht hier im luftleeren Raum. Man kann einfach sagen, ich bin völlig unabhängig von der EU und so weiter und so fort. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es wirklich um Sanktionen geht, wenn hier wirklich die EU oder die USA Armdrücken machen, ja, dann wird Liechtenstein immer kuschen. Ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben mit diesen Stiftungen. Ich meine, du kannst dich vielleicht erinnern an diese ganze Zumwinkel-Affäre, der ehemalige Chef der Deutschen Post. Das war ja letztlich der Zeitpunkt, wo dann Liechtenstein gesagt hat, okay, wir können jetzt hier nicht mehr einfach als Piraten letztlich hier den Deutschen helfen, Steuern zu hinterziehen. Wir müssen jetzt hier den Bückling machen und jetzt mal hier ein bisschen reinkriechen, sage ich jetzt mal so. Und das hat man dann auch gemacht und natürlich sehr erfolgreich in gewisser Weise, denn seitdem ist natürlich Liechtenstein hier sehr gut akzeptiert in Deutschland bei den deutschen Behörden und natürlich EU-weit auch akzeptiert, weil man hier wirklich versucht hat, letztlich sein Act aufzuräumen, compliant zu werden und sich hier nach Recht und Gesetz zu verhalten, aber natürlich aus Not heraus, ja nicht, weil man jetzt besonders gute Menschen war, sondern weil man gesagt hat, der Druck wird so groß, wir können dem anderweitig nicht mehr standhalten. Und das sieht man jetzt natürlich gleich auch bei einem Beispiel von den USA. Also das heißt, hättest du jetzt eine Stiftung zum Beispiel in Liechtenstein und wärst du in irgendetwas involviert, was jetzt nicht opportun ist, ich muss nicht gleich sagen Krieg und Sanktionen oder so, aber in irgendwas, was es vielleicht nicht opportun ist. Wir hören es ja immer wieder, dass hier bei manchen AfD-nahen Influencern zum Beispiel in Deutschland oder Journalisten oder Autoren einfach Bankkonten geschlossen werden. Also ich meine, wenn dir sowas blüht, ist die Frage, wie sicher das dann noch ist in Liechtenstein. Ja? Aber jetzt komme ich natürlich zu der eigentlichen interessanten Frage, was hat es eigentlich zum Beispiel mit der AMLA auf sich? Du weißt ja, die AMLA ist die neue Superbehörde der EU. Sie wurde bereits in Frankfurt gegründet, sie hat den Betrieb schon aufgenommen. Man fährt das Ganze gerade hoch, man stellt Mitarbeiter ein. Zum Teil werden natürlich auch hier die Autoritäten dann in der EU neu verteilt. Ganz klar, auch da gibt es extrem viele Falschinformationen und Gerüchte dazu und Schreckensmeldungen dazu, was diese AMLA eigentlich macht. Ganz klar muss man sagen, die AMLA an sich, diese Superbehörde AMLA, ja, die beschäftigt sich nicht mit Endverbrauchern, die beschäftigt sich nicht mit dir und mir, die beschäftigt sich nur mit Finanzdienstleistern, auch nur mit großen Finanzdienstleistern, aber vor allen Dingen mit den sogenannten FIUs, Financial Intelligence Units, also mit der Finanzmarktaufsicht in den einzelnen Ländern, die dann wiederum Vorschriften gegen Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung überwacht in dem einzelnen EU-Land. Darüber kann die AMLA entsprechend dann auch Macht ausüben. Aber wenn sie zu dem Schluss kommt, dass jetzt eine FIU in einem Land nicht richtig funktioniert, dann kann sie auch direkt Kompetenzen dieser FIU übernehmen und dann letztlich selbst ins Geschehen eingreifen. Und da hat man natürlich hier relativ viel Macht seitens der AMLA. Also man kann zum Beispiel Zahlungen sperren, blockieren, anhalten, die FIU hier nach weiteren Informationen fragen. Wenn es hier zu Krisen kommt, möglicherweise, das ist noch nicht klar, wird die AMLA dann indirekt natürlich über die FIUs Konten sperren, Konten blockieren können und die ganzen Maßnahmen letztlich überwachen, die wir vorhin angesprochen haben, die im Rahmen dieses großen Anti-Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfungspaketes implementiert werden in der Europäischen Union, was im Frühling 2024 beschlossen wurde. So, und jetzt natürlich die große Frage, wie steht Liechtenstein da? Ist Liechtenstein davon betroffen? Sind auch Liechtensteiner Banken von der AMLA-Behörde kontrolliert und gelenkt? Und die Antwort ist natürlich ganz klar, leider ja, absolut. Also hier gibt es absolut keine Unabhängigkeit. Weil Liechtenstein Teil des EWR ist es auch ganz klar unter der Fuchtel der AMLA. Und das wird natürlich hier auch bestätigt von den Liechtensteinern selbst. Das möchte ich dir mal eben hier zeigen. Also wir haben hier den FMA-Geschäftsbericht 2024. Die FMA ist die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, also die FIU für Liechtenstein. Hier gibt es einen Jahresausblick. Da werde ich jetzt mal hinscrollen.
Seite 58. Im Juli 2021 wurde von der Europäischen Kommission ein Paket zur Stärkung der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung präsentiert. Nach mehr als 2 Jahren Verhandlungen wurde das Paket im April, Mai 2024 vom Parlament und vom Rat angenommen. Das ist ja das, was ich gerade eben gesprochen habe, dieses große Paket. Die Publikation der finalen Rechtsakte im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte am 19. Juni 2024. Das EU-AML-Paket soll zu einer weiteren Harmonisierung der Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im EU-EWR-Raum beitragen. Dies soll insbesondere durch die Errichtung einer neuen Anti-Money Laundering Authority AMLA erreicht werden, die ihren Sitz in Frankfurt am Main haben wird. Das EU-AML-Paket umfasst folgende 4 Legislativvorschläge und so weiter und so fort. So, und jetzt werden hier diese 4 Teile beschrieben, die eben dieses große Anti-Money Laundering, Anti-Geldwäscherei-Paket hat. Und hier dann, wie es in Liechtenstein weitergeht, umfangreiche legistische, also gesetzliche Anpassungen erforderlich. Insbesondere sind die materiellen Sorgfaltspflichten aufgrund der künftigen Regelung in einer direkt anwendbaren EU-Verordnung aus dem Sorgfaltspflichtgesetz bzw. aus der Sorgfaltspflichtverordnung zu streichen. Diese legistische Neuerung wird eine Totalrevision des Sorgfaltspflichtgesetzes bedingen. Zusätzliche Anpassungen in weiteren Nebengesetzen sind ebenfalls zu erwarten. Ebenfalls eine Revision unterzogen werden soll, das und so weiter und so fort. Also du siehst das, was ich meinte, die Regelungen, die hier aus diesem neuen Anti-Geldwäscherei-Paket entstehen, diese werden auch in Liechtenstein umgesetzt und natürlich ist das auch kein Wunder, denn Liechtenstein hat ja auch alle anderen Geldwäscherei-Richtlinien der EU, also die AMLD, wie man so schön sagt, 1 bis 5 bereits komplett implementiert. Wie gesagt, es gibt ja auch in Liechtenstein ein zentrales Bankkontenregister, das wird dann auch mit dem neuen EU-Bankkontenregister zusammengefügt. Also du siehst, hier werden komplett die Liechtensteiner Banken in die AMLA integriert und gleich behandelt wie alle anderen Banken in der EU auch. So, jetzt musst du selbst entscheiden. Also, wie gesagt, ich finde Liechtenstein natürlich dennoch gut, allein schon wegen der Währung. Ich bin eben nicht im Euroraum, sondern befinde mich im Schweizer Frankenraum. Ist Liechtenstein jetzt ein Panazea und die allein selig machende Wahrheit? Meiner Meinung nach ganz sicher nicht. Aber wie gesagt, ich bin absolut nicht gegen Liechtenstein. Ist Liechtenstein besser als die Schweiz? Meiner Meinung nach absolut nicht. Weil man sich ja ebenfalls sagen muss, dass die Schweiz sich große Sorgen macht, zumindest in Schweizer Banken, dass genau das, was schon lange in Liechtenstein der Fall ist, jetzt auch in der Schweiz letztlich so passieren wird. Du weißt ja, da gibt es die neuen bilateralen Verträge, die aus dem gescheiterten EU-Rahmenabkommen letztlich entsprungen sind. Die bilateralen Verträge wurden jetzt verabschiedet, die müssen jetzt vom Schweizer Volk noch zugestimmt werden. Im Rahmen dieser neuen bilateralen Verträge 3 wurde der Finanzdialog zur Finanzmarktregulation wieder aufgenommen. Ich hatte schon in anderen Videos gesagt, dass wir durchaus Schweizer Banker kennen bei Privatbanken, die sich da große Sorgen machen, dass nämlich dann auch die Schweiz sich diesen Regelungen unterworfen hat, denen Liechtenstein de facto schon seit Jahren hier unterworfen ist. Wie manche das als etwas Positives darstellen, weil dann die Liechtensteiner Banken auch in Deutschland Filialen eröffnen können. Das ist mir ehrlich gesagt absolut schleierhaft. Aber nichtsdestotrotz, ich finde Liechtensteiner Banken gut, aber ich würde sie dir niemals verkaufen als eine Bank, wo du vor all diesen EU-Maßnahmen, die wir vorhin angesprochen haben, gesichert sein wirst. Ich denke, dass Liechtenstein vor allen Dingen dann gut ist, wenn du nicht mehr in der EU wohnst oder zumindest nicht mehr in Deutschland wohnst. Schon mal als ersten Schritt. Denn du kannst ja davon ausgehen, wenn du in der EU wohnen wirst und es wird tatsächlich mal zu einem Vermögensregister kommen in der EU, dann wird garantiert auch Liechtenstein mitspielen. Wäre jetzt das Vermögensregister beschlossen worden als Teil dieses Gesamtpaketes zur Geldwäschereibekämpfung, dann hätte jetzt auch Liechtenstein ganz normal dieses Vermögensregister einführen müssen, aber es ist nicht beschlossen worden und deswegen gibt es kein Vermögensregister in der EU, an dem Liechtenstein nur teilnimmt. Aber generell, wenn das Teil der EU-Regulierung ist, wird es natürlich Liechtenstein auch übernehmen. Wenn du jemand bist, der in der EU wohnt und es wird in der EU eine Vermögensteuer eingeführt, dann sind natürlich mit Sicherheit auch deine Konten in Liechtenstein dann von dieser Vermögensteuer betroffen, ist ja völlig logisch. Denn weltweites Vermögen ist davon betroffen. Wenn wir uns Vermögensteuer anschauen in Spanien, in der Schweiz, in Liechtenstein, dann ist das weltweite Vermögen fließt in diese Vermögensteuer mit ein. Nicht nur das, was sich jeweils in dem Land befindet, wo du gerade lebst. Also daher aus meiner Sicht Liechtenstein insbesondere dann gut, wenn du außerhalb der EU lebst, wenn du also gleichzeitig auswanderst. Aber Liechtenstein, ehrlich gesagt, kann natürlich auch erstmal eine gute Lösung sein, um dein Geld zum Beispiel aus Deutschland rauszubekommen. Dann hat das Finanzamt schon mal hier keine Möglichkeit mehr,
auf dein Konto so direkt reinzuschauen. Jedenfalls nicht bis 2029. Ab 2029, wenn dann das zentrale EU-Kontenregister eingeführt wird, dann wird auch das Deutsche Finanzamt auf alle Konten in der EU tatsächlich Einblick haben können, wie auch alle anderen Finanzbehörden in allen anderen EU-Ländern, alle Polizeibehörden und alle sonstigen, die als jemand betrachtet werden, der ein legitimes Interesse an solchen Informationen hat. Wie gesagt, möglicherweise auch Journalisten. Daher die ultimative Lösung ist natürlich zu sagen, dass du Konten außerhalb der EU hast. Und da ist die Schweiz natürlich nun tatsächlich besser dran als Liechtenstein, denn die Schweiz ist nicht im EWR. Jetzt gibt es natürlich in der Schweiz, wie ich es gerade angesprochen habe, diese unseligen bilateralen Verträge 3, wo sich hier der Schweizer selbst mit möglicherweise entmächtigen wird. Auch eine völlige schwachsinnige Regelung, muss man leider so sagen. Ob es dann tatsächlich so kommt oder nicht, wer weiß. Muss man noch sehen. Vielleicht haben ja die Schweizer Vernunft. Die letzten Abstimmungsergebnisse lassen ja hoffen. Also, ich würde mir durchaus Liechtenstein anschauen, aber dann schau dir auch andere Länder an. Singapur, möglicherweise auch die USA oder ganz komplett andere Länder. Dubai ist ebenfalls interessant. Auf jeden Fall würde ich mich an deiner Stelle außerhalb der EU orientieren und ich meine definitiv nicht nur außerhalb der EU, sondern außerhalb des EWR. Dort würde ich größtenteils mein Vermögen haben. So, jetzt haben wir das Ganze sehr ausführlich gesprochen. Karl, ich hoffe, du hattest Freude dran an dieser Analyse des Videos, was du uns geschickt hast. Vielleicht war die Analyse nicht so, wie du es dir erhofft hast, vielleicht etwas negativ. Das soll es nicht sein. Es geht mir nur darum, letztlich die Fakten auf den Tisch zu legen. Und ich will verhindern, Karl, dass du die falschen Entscheidungen triffst für dein Vermögen und natürlich alle anderen auch. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, wenn du Konten im Ausland eröffnen willst, dich diversifizieren willst, einen Plan B etablieren willst, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Seminare zu sehen. Vielleicht in Zürich oder sonst irgendwo anders. Wir sind natürlich auch noch in vielen anderen Ländern regelmäßig unterwegs, wo man sehr interessant dann auch tatsächlich Geld investieren kann und einen Wohnsitz etablieren kann, vielfach sogar auch steuerfrei. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu wie immer auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Fragen zu beantworten. Ich habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Eine super Entscheidung, mit die beste Entscheidung meines Lebens. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.